Pardon the interruption, meine liebe Freund. The episode will start in 1 minute, more or less. Nu, you love the big book of 15-minute Yiddish, more or less, so much that we had to come back with another season and a brand new book. This time, your 15-minute Yiddish Freund have written 15 original short stories just for Yiddish learners like you. We call it 15-minute Yiddish Meiselech, more or less, and you can only get it here. Go ahead, take a minute and write that down. National Yiddish Theatre Folksbiene needs your help to keep producing the free online programming that you have come to know and love. To show our appreciation for your tax-deductible support, we want to thank you with the following gifts. For donations of $54 and up, you'll get a digital version of the new book 15-Minute Yiddish Meiselech with all 15 stories from Season 5. The book includes a glossary of all the words from all 5 seasons, English to Yiddish, Yiddish to English, and the whole book is both in Yiddish letters and transliteration. All that, plus more 15-second funnies. For donations of $90 and up, you'll get the digital version of both 15-Minute Yiddish Meiselech and the big book of 15-Minute Yiddish. For donations of $180 and up, you'll get a print edition of 15-Minute Yiddish Meiselech autographed by all of us, as well as the digital version. And for donations of $300 and up, you'll get both books autographed along with the digital versions. Better than a tote bag, no? Murray, darling, vergesst nicht zu sagen, wir seien sehr, sehr dankbar für eure Breitherzigkeit. Wir seien sehr, sehr, sehr dankbar für eure Breitherzigkeit. Gut? Ausgezeichnet, darling. Mua. Nun, weiter. Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Motl Didner und das ist 15-Minute Yiddish Meiselech. Mehr weniger. Eine Präsentation von dem National Yiddish Theatre Folksbiene. Die Studenten haben schon graduiert und sie haben geschaffen einen Lehenkreis. Jede Woche wollen wir lehen in der Meise und lernen sich neue Wörter. Und ihr seid eingeladen mitzulehnen. Wer wird lehnen heint? Lass mich schon chappen den Namen. Chap! Ah, Professor, noch ein Meisele wegen der jüdischer Cowboy? Nein, ich bin verinteressiert in verschiedene Sachen. Heint will ich lehnen ein Meisele wegen jüdischer Piraten. Ausgezeichnet. Ich bin sicher, dass euer Meisele wird sein sehr, sehr interessant. First, just a quick reminder that if you missed any of our past episodes, deige nicht, you can view them all online at nytf.org. Und jetzt wollen wir hören Professor Thompsons Meisele zweimal. Das erste Mal könnt ihr oder mitlehnen oder bloß zuhören sich zu. Wir wollen reden wegen die neuen Wörter und nachdem wollen wir lernen noch einmal mit einer Übersetzung auf Englisch. Professor, wenn man hört das Wort Pirat oder Jan Goslin, tracht man wegen einer Ganef auf ein Schiff mit einem Messer zwischen die Zehen, ein Papagei auf dem Achsel und mit ein Auge und einem hölzernen Fuß. Die Bilder kommen von Langer John Silber von dem Buch Oizer Insel oder dem Film Die Karibische Piraten. Und es seien a viele heint a solche Piraten. Verbrechers, was ganvenen, von wemmen es soll nicht sein, bloß zu werden reich. Aber der Emes ist, als a Sach von die, was man hat geheißen Piraten, seinen gewinn etwas mehr wie a Flott.
eder es seinen gewinn moderne Flotten. A Sach haben me viele gehad Brief von a Melech oder a Malke, was geben sehr der Leubenisch zu befallen Schiffen von seires Sonnen. Und so wie die Geschichte von der Menschheit ist voll mit Milchomes zwischen Land und Land, ist es nicht kein Chiddisch, als die Piraten seien von alle Völker, die englische, die Franzosen, die holländische, die Ottomaner Türken, die spanische, die portugalische und von seiner Kolonies in Afrika, Asien und Amerika, was haben gekämpft zusammen mit und euch entgegen die Imperies. Efter wollt ihr ja gewinn verchiddigt zu hören, als zwischen die Piraten von alle Völker seinen euch gewinn Jiden, und es ist Hacke in alte Meise. Der Historiker Josephus hat geschrieben wegen jüdischer Piraten, was seinen befallen die Schiffen, was haben gebracht Säure zu Griechenland und Rom, beschaß die Milchomes von verzeitischen Israel. Später seinen gewinn a Sach Matrosen und Navigatoren zwischen die sphardische Jiden und die islamische Menschen in Spanien und Portugal. Sie haben sich gelernt in Mathematik und wegen die Sterne, sie haben gekannt lesen in Mappes und sie haben verstanden etliche Sprachen. Der Fahr haben sie gehabt a Sach Hatzloches in Schifferei. Aber in 1492, wenn die Christen haben sie geheißen, als sie müssen sich oder schmaden oder weggehen, seien a Sach von sie gefahren zu anderen Ländern, wie Pleiten, Limoschel, kein Holland, oder zu der Ottomaner Imperie, was seinen gewinn Sonnen von Spanien und Portugal. Zwischen die Matrosen, was seinen gewinn Pleiten, haben etliche gewollt ne kommen nehmen, war der Inquisitie. Der Fahr seien sie befallen spanische und portugalische Schiffen und die Havens von seinen Kolonies in Amerika und die karibische Inseln. In dem 16. Jahrhundert seien jüdische Pleiten gekommen zu Jamaika. Demalt ist das ja gewesen eine Kolonie von Spanien, aber die Inquisitie hat bis dorten noch nicht zerspret. Wenn die Inquisitie ist dorten gekommen, haben die Jiden geholfen, die Englische zu nehmen dem Insel. Die Schiffen von die jüdischen Piraten haben gehabt nehmen, also wie Esther Hamalke, Mogen David und Shmuel Hanovi. In 1628 hat Moshe Coin Henriquez, ein berühmter jüdischer Pirat von Jamaika, gehabt dem spanischen Oizerflot. Und in 1630 hat geholfen, die holländische zu haben ein Teil von Brasil, von Portugal. Mit 30 Jahren später, wenn Portugal hat es zurückgehabt, seien 23 jüdische Pleiten gekommen kein Neu Amsterdam. Die same erste von gore Sach zu kommen dorten von über der ganzen Welt. A viele heit. Noch ein berühmter jüdischer Pirat hat geheißen Sinan Ries, ein jüdischer Polit von Spanien, was ist gekommen zu der Ottomaner Imperie. Ist befallen die spanische Schiffen bei dem Breg von Afrika und hat gekämpft zusammen mit die Ottomaner in etliche Schlachten entgegen die Christen. Hat erzählt die Ottomaner, was hat gewusst, wegen der Strategie von die Spanische und die Informatie hat geholfen, die Türken Chorev zu machen, dem Flot von der heiligen römischen Imperie. Die Christen haben Sinan Ries einen Namen gegeben, der größere Jid.
Ries ist geworden Hauptkommandier von dem Ottomaner Flott. Efter ist der interessantste jiddischer Pirat gewesen Yankiv Kuriel. Als Kind hat sein Mischpoche geschmad und Yankiv ist geworden Diego da Correa. Ist gewesen der Kapitän von einem spanischen Schiff. Aber die Inquisitie hat geglaubt, als ist gewesen ein behaltener Jid und nicht kein nemeser Christ. Sie haben ihn gepeinigt und sie wollten ihm derharget. Aber etliche Matrosen von sein Schiff, das Rov euch Jiden, haben ihn befreit und sie seien euch gefahren kein Jamaica, wo sie haben gehabt 3 Schiffen, mit welche zu nehmen bekomme auf die Spanische. Man sagt, als auf der Älter ist Yankiv Kuriel gefahren kein Eretz Yisrael, zu lernen Kabbalah in Tzfat, und als ist dorten gestorben. Ist begraben neben sein Rebbe, der berühmte Mekubel Itzik Lorie, und steht auf sein Metzeve a Scharben mit Beiner, wie auf a Fahn von Piraten. Es ist aber gewesen ein Pirat, was alle Amerikaner kennen sein Namen. Jean Lafitte, was hat geholfen die Amerikaner in der Schlacht von New Orleans, beschass der Milchome von 1812. Lafitte ist geboren geworden in Bordeaux, Frankreich, und Hotsch allein ist nicht mamisch gewesen ein Jid, ist sein Mame gewesen ein Polit von Spanien. Hotsch die Mischpoche hat geschmad, hat die Inquisitie der harget sein Seide wie ein behaltener Jid. In 1817 hat Lafitte geschaffen eine Kolonie auf Galveston Insel mit seinen Piraten. Und zufällig, mit 100 Jahren später, ist Galveston geworden der zweite Hafen nach Ellis-Insel für jüdische Plätim von Russland. Die Geschichte von Jiden hat eine Sache zu tun mit Piraten, ja? Oder besser gesagt, ja, ho, ho. Hey, Professor, leave the bad jokes to me. A schönen Dank, Professor. Das ist etwas mehr Geschichte wie ein Meisele, aber sei wie sei interessant zu lernen. Nu gut, a Sach neue Wörter. We've heard the word Yam Goslin before, but Professor Thompson preferred to use its synonym, der Pirat, in his story, plural die Piraten. Karaibisch is an adjective meaning Caribbean. Wer es soll nicht sein is an interesting phrase. We've heard was es soll nicht sein before, meaning whatever. Wer es soll nicht sein means whoever. And note that in Professor Thompson's story, it was used in the dative because the whom is the indirect object of the sentence. Wemmen es soll nicht sein. Wait, doesn't wer es soll nicht sein mean whoever it should not be? Yes, that is what it means literally, but Yiddish has this weird quirk where the negative is sometimes used to mean the positive. We've encountered this phenomenon before. Sometimes it has to do with confusing evil spirits. Oi, mein Teierchen, ich will nicht, dass du sollst werden ein Doktor. Und ist dein Diplom mit Medizin? Ich hab ihm abgenannt. Ich hab ja gewollt, dass sie so werden ein Doktor. Wart, du hast gesagt, dass du hast nicht, aber du hast ja? Ui, ich bin im Ganzen zermischt. Ich will gehen, Shepard Nemetzen, was rennt klar? In this case, I'm not quite sure why the negative-positive reversal, but that's how the expression goes. Weiter. Der Flot means a fleet, or a flotilla, plural die Flotten. It can also be used for navy, sometimes referred to as der Jamflot. Das der Leibnisch means permission, plural die der Leibnischen. Befallen means to attack.
This is a regular verb in the present tense, and we'll call it irregular in the past tense because it pairs with the helper verb sein, and note that there is no gimel ayin prefix. Sein befallen. Holländisch is an adjective meaning Dutch. Remember that the similar sounding Deutsch means German, not Dutch, and that the English word Dutch refers to the country of Holland, also known as the Netherlands, which translates to the Low Country. That's not confusing. Der Ottomaner Turk means what it sounds like, an Ottoman Turk. Die Ottomaner Türken in the plural. Portugalisch is an adjective meaning Portuguese. Die Kolonie is another word that means what it sounds like, a colony, plural die Kolonies. Der Historiker is an historian. Die Historikers in the plural. Die Scheure means merchandise. Oh, does that share a root with der Seucher, a business person? It sure does. Vorzeitisch means ancient, literally of the before times. Röhm is Rome. Der Matros is a sailor, plural die Matrosen. Der Navigator is a navigator, die Navigatoren in the plural. Sfardisch, as you can probably guess, means Sephardic. And Islamish, as you can also probably guess, means Islamic. Die Mathematik means mathematics. Die Mappe is a map. Die Mappes in the plural. Der Christ is a Christian, plural die Christen. And even today's verb sounds like its English counterpart. Go ahead, it's verb time. Today's verb is müssen, must. This is a more or less regular verb, but do note that it's one of those verbs where the third person singular does not end in a tes or t. Let's take a look. Ich muss. Du musst. Sie, es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. Alle zusammen? Ich muss. Du musst. Sie, es muss. Wir müssen. Ihr müsst. Sie müssen. Sehr, sehr gut. Müssen is followed by the infinitive form of the verb that one must do. Das Kind muss gehen in Schule. Now in English, we wouldn't say musted, but rather needed to or had to. But in Yiddish, we do have a past participle for müssen. Gemusst, and it pairs with the helper verb haben, and again is followed by the infinitive form of the verb that one must do. Ich hab gemusst bezahlen für die Kleider. Weiter. Schmaden sich means to convert to Christianity. This is a regular verb. Note that the root is Lashon Kodesh. It's also regular in the past tense. Haben sich geschmad. Der Polit is a refugee. Plural, die Platim. This is also a Lashon Kodesh word, as is die Nekome, revenge or vengeance. This word is only used in the singular. The Inquisitia is another word that means what it sounds like, the Inquisition. And speaking of piracy, Murray, I will thank you in advance for not getting us in trouble with Mel Brooks by singing the song without obtaining the rights. Nisto favos. Der Novi is a prophet. Often you will hear Ha-Novi instead of Der Novi. It's sort of baked into the name of biblical prophets, Lamoshel Elia Ha-Novi, or in this case, Shmuel Ha-Novi. Die Neviim in the plural. Die Schlacht is a battle. Die Schlachten in the plural. Peinigen is a regular verb meaning to torment or torture. There was plenty of Peinigen to go around during the... Remember, we're not going to sing it.
Right. You know, I wasn't expecting the Spanish, and we're not going to quote Monty Python either. Legal stuff. No, peinigen is also regular in the past tense. Haben gepeinigt. Motl, don't we have any nice verbs today? Yes, we do, Hinde. Befreien is a regular verb meaning to liberate or to set free. This is a semi-regular verb in the past tense. Haben befreit. A Dank, Motl. Mich darf man nicht bedanken. Professor Thompson hat gesagt das Wort in sein Meisele. A Dank, Professor. Nicht für was. We're almost at the end of the list. Die Kabbalah is the Kabbalah, a collection of teachings around Jewish mysticism. Tzfat, known in English as Safed, is a city in northern Israel where Jews had a continual presence even after the Roman expulsion. In the Middle Ages, it emerged as the center of Kabbalistic studies. One of the most famous rabbis of this movement was Isaac Luria, who is mentioned in this story. A mystic who is steeped in the study of Kabbalah is der Mekubal, plural, die Mekubolim. Und zum Sof, der Sharben is a skull, die Sharbens in the plural. Let's listen to Professor Thompson's story again. This time we'll include an English translation. If you need more time to read, you can pause the video at any time. Wenn man hört das Wort Pirat oder Jam Gaslin, tracht man wegen a Ganef auf a Schiff, mit a Messer zwischen die Zehen, a Papagei auf dem Achsel und mit ein Aug und a hilzenem Fuß. Die Bilder kommen von Langer John Silber, von dem Buch Oizer Insel oder dem Film Die Karaibische Piraten. Und es seien a viele heint a selche Piraten. Verbrechers, was ganvenen, von wemmen es soll nicht sein, bloß zu werden reich. Aber der Emes is, als a Sach von die, was man hat geheißen Piraten, seinen Gewinn etwas mehr wie a Flott. Eder es seinen Gewinn moderne Flotten. A Sach haben me viele gehad Brief von a Melech oder a Malke, was geben sehr der Leubenisch zu befallen Schiffen von seires Sonnen. Und so wie die Geschichte von der Menschheit ist voll mit Milchomes zwischen Land und Land, ist es nicht kein Chiddisch, als die Piraten seien von allen Völkern, die Englische, die Franzosen, die Holländische, die Ottomaner Türken, die Spanische, die Portugalische und von seinen Kolonies in Afrika, Asien und Amerika, was haben gekämpft zusammen mit und euch entgegen die Imperies. Efter wollt ihr ja gewinn verchidischt zu hören, als zwischen die Piraten von allen Völkern seinen euch gewinn Jiden, und es ist Hacke in alte Meise. Der Historiker Josephus hat geschrieben wegen jüdischer Piraten, was seinen befallen die Schiffen, was haben gebracht Säure zu Griechenland und Rom, beschass die Milchomes von verzeitischen Israel. Später seinen Gewinn a Sach Matrosen und Navigatoren zwischen die sphardische Jiden und die islamische Menschen in Spanien und Portugal. Sie haben sich gelernt in Mathematik und wegen die Sterne, sie haben gekannt lesen in Mappes und sie haben verstanden etliche Sprachen. Derfor haben sie gehabt a Sach Hatzloches in Schifferei. Aber in 1492, wenn die Christen haben sie geheißen, als sie müssen sich oder schmaden oder weggehen, seien a Sach von sie gefahren zu anderen Ländern, wie Pleiten, Lemoschel, kein Holland, oder zu der Ottomaner Imperie, was seinen Gewinn Sonnen von Spanien und Portugal. Zwischen die Matrosen, was seinen Gewinn Pleiten, haben etliche gewollt ne Kommen nehmen, war der Inquisitie.
Der Fahr seien sie befallen spanische und portugalische Schiffen und die Havens von sehre Kolonies in Amerika und die karibische Inseln. In dem 16. Jahrhundert seien jüdische Plättim gekommen zu Jamaika. Demot ist das ja gewähne Kolonie von Spanien, aber die Inquisition hat bis dorten noch nicht zerspreizt. Wenn die Inquisition ist dorten gekommen, haben die Jiden geholfen, die Englische zu nehmen dem Insel. Die Schiffen von die jüdischen Piraten haben gehabt nehmen, also wie Esther Hamalke, Mogen David und Shmuel Hanovi. In 1628 hat Moshe Cohen Henriquez, ein berühmter jüdischer Pirat von Jamaika, gehabt dem spanischen Oizerflot. Und in 1630 hat er geholfen, die holländische zu haben ein Teil von Brasil von Portugal. Mit 30 Jahren später, wenn Portugal hat es zurückgehabt, seien 23 jüdische Plättim gekommen kein Neu Amsterdam. Die same erste von gore Sach zu kommen dorten von über der ganzen Welt. A viele heit. Noch ein berühmter jüdischer Pirat hat geheißen Sinan Ries, ein jüdischer Polit von Spanien, was ist gekommen zu der Ottomaner Imperie. Er ist befallen die spanischen Schiffen bei dem Breg von Afrika und er hat gekämpft zusammen mit den Ottomaner in etliche Schlachten gegen die Christen. Er hat erzählt die Ottomaner, was er hat gewusst, wegen der Strategie von die Spanischen und die Informatie hat geholfen, die Türken Chorev zu machen, dem Flot von der Heiligen Römischen Imperie. Die Christen haben Sinan Ries einen Namen gegeben, der größere Jid. Ries ist geworden Hauptkommandier von dem Ottomaner Flot. Efter ist der interessantste jüdische Pirat gewesen Yankiv Kuriel. Als Kind hat sein Mischpoche geschmad und Yankiv ist geworden Diego da Correa. Er ist gewesen der Kapitän von einem spanischen Schiff. Aber die Inquisition hat geglaubt, als er ist gewesen ein behaltener Jid und nicht kein emisser Christ. Sie haben ihn gepeinigt und sie wollten ihm derharget. Aber etliche Matrosen von sein Schiff, das Rov euch Jiden, haben ihn befreit und sie seien euch gefahren kein Jamaika, wo sie haben gehabt 3 Schiffen, mit welche zu nehmen ne komme auf die Spanische. Man sagt, als auf der Älter ist Yankiv Kuriel gefahren kein Eretz Yisrael, zu lernen Kabbalah in Tzfat und als er ist dorten gestorben. Er ist begraben neben sein Rebbe, der berühmte Mekubel Itzik Lorie, und es steht auf sein Metzeve a Scharben mit Beiner, wie auf a Fahn von Piraten. Es ist aber gewesen ein Pirat, was alle Amerikaner kennen sein Namen. Jean Lafitte, was hat geholfen die Amerikaner in der Schlacht von New Orleans, beschaß der Milchome von 1812. Lafitte ist geboren geworden in Bordeaux, Frankreich, und chotsch er allein ist nicht mamisch gewesen a Jid, ist sein Mame gewesen a Polit von Spanien. Chotsch die Mischpoche hat geschmat, hat die Inquisition der harget sein Seide wie ein behaltener Jid. In 1817 hat Lafitte geschaffen eine Kolonie auf Galveston Insel mit seinen Piraten. Und zufällig, mit 100 Jahren später, ist Galveston geworden der zweite Hafen nach Ellis Insel für jüdische Plättim von Russland. Die Geschichte von Jiden hat eine Sache zu tun
Mit Piraten, ja? Oder besser gesagt, jo, ho, ho. Yasha koich, Professor. Nu, lo mir im Patschen bravo. A dank euch alle. Kommt zurück in a Woche rum, weil wir noch einmal drehen dem Nomenchapper und lehnen zusammen auf 15 Minute Meisele. Derweil seid gesund alle.